Hi Leute, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video von mir, hier aus Amsterdam. Das Wetter, ja, ist nicht das, was man sich wünscht, aber umso mehr eine neue Erfahrung, denn die Eisbahnen draußen haben offen und mal gucken, wie das Ganze wird. Aber jetzt würde ich ganz gerne ins Trockene. So, heute ist Donnerstag, der 29. und das Regenwetter hört einfach nicht auf. Wir werden jetzt trotzdem versuchen, zur ersten von 3 Eisbahnen zu gehen. Einer Außenbahn. Ich schaue dann mal, wie das Wetter dort ist. Wie es sich dann verhält, wenn man auf dem Eis dann ist. Direkt neben dem Van Gogh Museum, mittendrin in Amsterdam. Aber ich freue mich, nichtsdestotrotz. Auf geht's! Wir sind jetzt an der ersten Bahn angekommen, hier am Museumsplatz in Amsterdam. Hier nebenan ist auch direkt das berühmte Van Gogh Museum. Und das Wetter scheint auch jetzt echt gut zu sein. Und von dem her freue ich mich jetzt umso mehr, dass es jetzt gleich auf Eis geht. Also das Ganze ist dann doch jetzt etwas kleiner, als ich es mir vorgestellt habe. Aber nichtsdestotrotz, wir sind gerade erst angekommen. Lass loslegen. Tatsächlich ist das hier doch nicht ganz zu unterschätzen, denn wer hier hinfällt, der geht buchstäblich baden. Ja, und bei kalten Temperaturen ist das nicht so angenehm. Von dem her muss man tatsächlich hier ein bisschen Acht geben. Und was das Ganze hier noch schwieriger macht, ist, dass durch den vielen Regen das Eis uneben ist. Das heißt, es ist nicht gerade und ja, Freestylen ist ungewohnt auf unebenem Boden. Aus Gewohnheit habe ich natürlich gerade gebremst. Jetzt guckt euch mal meinen Schuh an. Und hier alles nass, alles voll mit eiskaltem Wasser. Das ist schon echt uncool. Rein! Alles regnet! So, jetzt muss ich mich doch erstmal hinsetzen, denn jetzt hat es immens angefangen zu regnen. Also das auf einmal zack hat es angefangen. Ja, doch etwas unbequem. Also das hatte ich wirklich überhaupt noch nie. So, der Regen hat jetzt nach etwa einer halben Stunde wieder aufgehört. Jetzt habe ich mir aber ein bisschen was zu essen bestellt. Auf Eis geht das Abenteuer gleich weiter. Freestyler hat es hier auch gar keine. Mir kommt so vor, als sei ich der Einzige, der hier überhaupt eigene Schlittschuhe besitzt. Das bedeutet, ich muss wahrscheinlich wohl
auf eine andere Eisfläche. So, ich bin mittlerweile jetzt hier vom Eis runter, von der ersten Bahn. Und ich habe mir jetzt sagen lassen, bei der anderen Außenbahn, die soll etwas kleiner sein. Und es lohnt sich tatsächlich eher weniger dahin zu gehen. Ich finde, bei der jetzigen Bahn Freestylen suboptimal. Aber zum Eislaufen ganz okay. Mal gucken, wie die andere wird. Ich will mir immer selbst ein Bild davon machen. Jetzt laufe ich ein bisschen durch die Stadt und dann geht's auf Eis weiter. So, ich bin jetzt hier angekommen an der Rembrandtbahn. Sie ist auch nicht so voll und nicht so viel Wasser. Von dem her möchte ich sie jetzt tatsächlich gerne mal ausprobieren. Also tatsächlich ist die Bahn hier echt relativ klein gehalten, aber trotzdem hat man Spaß, das ist die Hauptsache und mal gucken, was hier möglich ist. Jetzt habe ich es geschafft, meine Handschuhe auch komplett einzunässen, also ja, das ist echt uncool, muss ich sagen, aber was soll man machen? Also ich wurde jetzt hier schon von mehreren Leuten angesprochen, was ich hier die ganze Zeit treibe, als ob die Welt sowas noch nie gesehen hätte. Aber ich finde es schön. Also tatsächlich ist es so, dass die Eisbahn ziemlich nass ist und es generell Freestylen hier etwas schwer macht, weil die Eisbahn hier auch sehr klein ist. Erinnert mich ein bisschen an Karlsruhe vom letzten Jahr. Aber man versucht ja sein Bestes und Hauptsache man hat Spaß. Meine geliebte Knierutsche oder mein anderer Trick, dessen Namen ich nicht kenne und ich weiß auch gar nicht, ob es auch für einen Namen gibt. Falls ja, schreibt es mir in die Kommentare. Kann ich leider alles hier nicht machen, weil es einfach immer wieder zu voll ist. Und mal gucken, was die nächste Bahn dann morgen bringt. Ich fahre jetzt hier noch meine Runden und gucke, was noch geht. Und dann gehe ich ein bisschen durch die Stadt. Es passt ja auch zur Stadt Amsterdam, dass viel Wasser durchfließt. So, der nächste Tag ist angebrochen in Amsterdam und ich bin jetzt auf dem Weg zur Eishalle, die noch einen Außenring hat, wie ich es zum Beispiel in Frankfurt schon hatte. Allerdings sollte es heute etwas voll sein, laut Google Maps, aber mal gucken, wie es dann tatsächlich ist. Und ich brauche jetzt eine Stunde, um dorthin zu kommen, aber das ist es mir wert und ich freue mich schon. Mal gucken, wie es wird. Ist natürlich perfekt. Es fängt an zu regnen, genau dann, wenn man ankommt.
Das ist natürlich, das habe ich ja gern. In den Niederlanden ist ja Eisschnelllauf auch tatsächlich ein Volkssport. Und da das ja hier auch eine Eisschnelllaufbahn ist, sind die Sportler hier auch sehr gut vertreten. Und man sieht hier einige mit Eisschnelllaufschuhen. Und ja, jetzt würde ich aber mal sagen, aber aufs Eis. Ich habe eben rausgefunden, dass es diese Eisschnelllaufschuhe tatsächlich auch hier zum Ausleihen gibt. Das bedeutet, man kann mit Eisschnelllaufschuhen, die hier ausgeliehen werden, sich mal im Eisschnelllauf probieren. Also spätestens daran merkt man, dass das ein Volkssport in den Niederlanden ist. Ich habe eben auch mal nachgefragt, wie man in die Halle reinkommt, beziehungsweise ob die überhaupt offen ist. Leider ist die Halle heute nicht offen aufgrund eines Hockeyspiels und später noch Eiskunstlauf. Ja, damit muss man eben auch rechnen. Von dem her wird es bei diesem Eistour-Tag keine Halle geben hier in Amsterdam. Aber von der jetzt gehe ich mal wieder auf den Ring, aber es windet auch unnormal. Und mal gucken, was möglich ist. Es ist zwar nicht so super nass wie gestern, dass man da förmlich in einem See rumfährt, aber ja, der Regen, der hört jetzt wohl nicht mehr auf. Ich bin jetzt ja einmal runter vom Eis, weil der Regen jetzt doch etwas stärker geworden ist draußen und das ist ein bisschen suboptimal. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch ein bisschen warten soll. Ich meine, Zeit genug habe ich ja. Oder wird der Regen noch stärker? Das ist hier die Frage. Irgendwo ist es dann tatsächlich auch unbequem, auf dem Eis zu sein. Da kann man sich bewegen, wie viel man will. So, der Regen hat jetzt doch wieder glücklicherweise nachgelassen. Im Übrigen, diese Eisbahn hat von 7 Uhr bis 23 Uhr geöffnet, durchgehend. Das sind nicht mal Öffnungszeiten. So, jetzt fängt es hier wirklich etwas an zu stürmen. Und ich hole mir derweil was zu essen, weil ich stehe hier schon eine halbe Stunde. So, ich bin jetzt seit, könnte man sagen, etwa 2 Stunden hier. Ich bin jetzt wieder auf Eis, also es ist massiv leer geworden, aber es sind noch einige gegangen. Naja, der Regen hört nicht auf und der Wind macht es einem echt nicht leicht. Da ist es allein beim Fahren schon ein bisschen unbequem. Naja, und morgen ist Silvester, da möchte ich ungern krank sein. Ich denke, ich mache jetzt hier dann tatsächlich den Punkt, weil Freestyler sind auch keine da und das Wetter wird einfach nicht besser. Naja, kann man nichts machen. Von dem her geht jetzt mein Eistour Tag 9 auch langsam zu Ende. Ich gehe jetzt noch ein bisschen durch die Stadt und gucke mir noch ein bisschen Amsterdam an. Um ein kurzes Fazit zu ziehen, ich muss sagen, ich habe mir ein bisschen mehr erhofft, aber es ist nun mal wie es ist. Es war mega schön auch anzusehen, wie Leute einen Volkssport ausüben, der eben Eissport ist. In dem Fall war es Eisschnelllauf, das habe ich nämlich in der Form auch noch nie live gesehen. Freestyler habe ich leider überhaupt keine getroffen, das ist ein bisschen schade. Naja, Wetter kann man sich nun mal auch nicht aussuchen. Ob ich jemals noch mal kommen würde zum Eislaufen, weiß ich nicht, aber
Es war dennoch eine schöne Reise und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.